Und jetzt das Heute-Journal mit Heinz Wolf und Marietta Slomka. Guten Abend. Dass man den Wasserhahn aufdreht und kein Tropfen aus der Leitung kommt, das kennt man in unseren Breitengraden ja eigentlich nicht. Außer wenn es im Haus Klempnerarbeiten oder Ähnliches gibt. In anderen europäischen Ländern, zum Beispiel Frankreich, gab es das hingegen schon. Trinkwasser wurde rationiert oder sogar zeitweise abgestellt. In manchen Gegenden wurde sogar verboten, Leitungswasser zu trinken oder sich damit die Zähne zu putzen, weil die Wasserqualität nicht mehr ausreichend gewährleistet war. Ein solcher Trinkwassermangel droht im Zuge des Klimawandels auch auf Deutschland zuzukommen. Und dabei ist die private Wasserversorgung nur ein Teil des Problems. Die Bundesregierung will mit einer nationalen Wasserstrategie gegenhalten. Bernd Bentin berichtet. Strausberg östlich von Berlin. Wer hierher zieht, muss sich zum Wassersparen verpflichten. Der Verbrauch ist gedeckelt. Bei zu viel Entnahme drohen Strafzahlungen. Die Gemeinde wächst. Das benachbarte neue Tesla-Werk muss mitversorgt werden. Der Wasserverband fürchtet deshalb um die Versorgungssicherheit. Wir sehen die Wasserverfügbarkeit, Trinkwasserverfügbarkeit als limitierenden Faktor. Das ist eine Situation, die wir in Deutschland so alle nicht kennen, die relativ neu ist für uns alle, weil wir natürlich alle mit dem Gedanken aufgewachsen sind, Wasser ist immer da für alle, 24/7. Angesichts von Wetterextremen und Dürren wird Wasser noch wertvoller. Die Bundesregierung beschließt heute die erste nationale Wasserstrategie, langfristige Vorsorge für wasserärmere Zeiten. Wir müssen uns auf die Änderungen der Klimakrise vorbereiten und uns daran anpassen, dass das Wasserdargebot ein anderes sein wird, sich die Zeiten verändern und sich die Mengen verändern. Die Strategie bündelt eine Vielzahl von Maßnahmen. Bei Wasserknappheit sollen jetzt bundeseinheitliche Leitlinien gelten. Auch wird geprüft, wo wasserarme Gebiete per Fernleitung versorgt werden können. Und Wasserreinigungskosten sollen fairer zwischen Privathaushalten und Industrie verteilt werden. Wasser ist für alle da! Umweltbewegungen kritisieren, gerade große Konzerne würden in der neuen Strategie zu stark geschont. Es dürfen auch Wasserentnahmerechte nicht mehr über Jahrzehnte hinweg vergeben werden. Das ist gerade der Fall, sondern das muss eigentlich stetig evaluiert werden im Kontext des Klimawandels, ob das überhaupt noch möglich ist, so viel Wasser zu entnehmen, weil sonst eben im schlimmsten Fall für die Bevölkerung nichts mehr übrig bleibt. Im Wasserhaushaltsgesetz steht ja schon heute, dass die öffentliche Daseinsvorsorge Priorität hat. Dazu gehört eben auch die Versorgung von wirtschaftlichen Nutzern mit Wasser. Aber für eine Mangellage würde es dann eine Priorisierung zugunsten des Trinkwassers geben müssen. In vielen Ländern Europas ist es gerade viel zu trocken. Eine Winterdürre lässt Flüsse verschwinden, Seen vertrocknen. Gerade der Regen jetzt wäre wichtig für die Landwirtschaft. Stattdessen taumeln die Bauern von Dürre zu Dürre. In Deutschland erholt sich der Boden gerade vom zu heißen Sommer. Trotzdem zeigt der Dürremonitor noch immer viele rote, viele trockene Regionen. Im tiefen Boden bleibt das Defizit. Winterdürren hatten wir bisher in den letzten Jahren gar nicht. Wir haben immer das Glück gehabt, dass sich im Winter wieder wenigstens die obere Schicht des Bodens durchnässt. Deswegen ist das, was dort in Frankreich stattfindet, im Moment eine ganz neue Qualität. Wenn das hier auftreten würde, zusammen mit einer Sommerdürre, hätten wir sehr große Probleme. Ständig sauberes und bezahlbares Wasser, das sei ein Privileg, so heißt es bei der Vorstellung der Strategie heute. Deutlicher wird das mit jeder Dürre. Ja, und das wollen wir mit Carsten Rinke vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Magdeburg noch weiter vertiefen. Guten Abend, Herr Rinke. Ich grüße Sie, Frau Slomka. Wenn man Experten wie Ihnen zuhört, dann muss man schon den Eindruck haben, die Zeiten, wo man sich keine Gedanken mehr darüber machen musste, wo Wasser herkommt und ob Wasser da ist, die sind vorbei. Das wird ein richtig knappes Gut, oder? Wasser ist die Ressource Nummer 1 und unser wichtigstes Lebensmittel. Das ist auf jeden Fall etwas, worüber man sich Gedanken machen kann und sollte. Und deswegen stimme ich Ihnen da voll und ganz zu. Nun gibt es ja verschiedene Überlegungen, wie man die Problematik in den Griff bekommt. Was wäre da für Sie die wichtigste Maßnahme? Das wichtigste Instrument ist die nachhaltige Gestaltung des Landschaftswasserhaushaltes. Es geht also nicht nur darum, die Anthropogennutzung zu ermöglichen in der Zukunft,
sondern es geht was auch ist das, darum, anthropogene den Nutzung? Wasserbedarf der Naturräume. Entschuldigen Sie, dass ich da jetzt unterbreche. Also der menschlichen Nutzung. Das heißt, ja, das Wasser, das wir brauchen für die Trinkwasserversorgung, für industrielle Nutzung, Brauchwasser und in Zukunft auch viel stärker für die Bewässerung nebenbei bemerkt, dass neben diesen Wasserbedarfen eben auch der Naturraum einen Bedarf hat, einfach um die Ökosysteme am Leben zu halten, die terrestrischen wie die aquatischen, um die landwirtschaftliche Produktivität aufrechtzuerhalten, um den Wald zu stabilisieren. Und genau solche Tendenzen, wie wir sie anderswo beobachten, zum Beispiel im mediterranen Raum, also die Versteppung oder großflächige Waldverluste, weitestgehend zu vermeiden. Also wenn Sie die Landwirtschaft ansprechen, umso heißer es wird, umso mehr werden ja Landwirte eigentlich Wasser verbrauchen, um ihre Pflanzen überhaupt noch zu retten. Das ist ja eigentlich ein Dilemma. Wie kommt man da raus, indem man was ganz anderes anpflanzt in Zukunft? Das ist eines der großen Fragen. Wir werden in Zukunft einen höheren Wasserbedarf der Landwirtschaft erleben. Gleichzeitig ist gerade im Sommer, wenn also die landwirtschaftlichen Produkte auf dem Felde wachsen, das Wasserdargebot schlechter in Zukunft, weil es wärmer wird und damit trockener. Andere Früchte sind eine Option. Wir werden sicherlich auch in vielen Gebieten Deutschlands mit Bewässerung arbeiten müssen, wenn wir die landwirtschaftliche Produktion aufrechterhalten wollen, worauf wir ja angewiesen sind. Wir sollten uns schon selber versorgen können. Und da spielt eine große Rolle, wie man bewässert. Im Moment wird sowieso nur ein sehr kleiner Teil unserer Nutzfläche bewässert, also 3-5%. In Zukunft werden wir den Faktor 5 bis 10 mehr an Fläche bewässern. Und das muss wesentlich effizienter gestaltet werden. Das ist möglich, technische Lösungen sind vorhanden. Schauen Sie mal nach Israel oder andere Bereiche, gerade im mediterranen Raum. Man kann auch mit weniger Wasser die gleiche Produktion erreichen. Und wir werden vermutlich auch Regenwasser anders nutzen müssen. Also man wird sich vielleicht auch daran gewöhnen, dass große Zisternen überall eingebaut werden. Auch in den Städten oder nur auf dem Land? Die Regenwassernutzung ist ein ganz essentieller Punkt. Und dabei geht es nicht nur darum, das Wasser aufzufangen und eben gerade irgendwelche Nutzung zuzuführen, sondern es geht vor allen Dingen darum, dass der Regen im Boden versickern kann. Wir verlieren viel zu viel unseres Regenwassers durch die schnelle Ableitung. Ist das Wasser einmal im Fluss, ist es 2 Wochen später oder 1 Woche später im Meer und damit verloren. Das Wasser muss in den Boden. Das Grundwasser ist der größte Speicher, den wir haben im Land, und den gilt es maximal aufzufüllen. Deswegen ist Regenwassermanagement eines der großen Instrumente, die ja auch in der Wasserstrategie angesprochen sind. Und das betrifft natürlich auch den urbanen Raum, denn der urbane Raum leidet ja gerade unter diesen hohen Versiegelungsanteilen, die dazu führen, dass das Wasser viel zu schnell abgeleitet wird. Was uns ja an anderen Stellen auch wieder Probleme macht, weil zum Beispiel die Abwassersysteme dadurch bei Starkregen überlastet werden oder wir auch Hochwasserprobleme haben. Eine Versickerung des Wassers löst auch andere Probleme. Aber es schafft natürlich auch welche, diese ganze Wasserknappheit. Man ahnt ja, dass es da auch zu Verteilungskämpfen kommen wird. Wer kriegt welche Wasseranteile, wenn das nicht mehr unendlich vorhanden ist? Ja, wir rechnen mit Nutzungskonflikten. Und hier ist es ganz wichtig, regional zu differenzieren. Deutschland ist zwar insgesamt immer noch im Weltvergleich ein recht wasserreiches Land, aber in sich doch sehr heterogen. Gerade der Osten oder der mitteldeutsche Raum ist äußerst trocken, während eben Teile im rheinischen Gebiet eigentlich eher unter der Hochwasserproblematik leiden, wenn wir dort über das Thema Wasser sprechen. Deswegen muss man das regional ausdifferenzieren und tatsächlich jetzt Konzepte und auch Vorstellungen entwickeln und absprechen. Wie gehen wir mit Notsituationen um? Wie kontingentieren und priorisieren wir das Wasser? Wir brauchen diese Pläne in der Schublade, damit wir sie dann rausziehen können und anwenden können. Denn wir müssen schnell reagieren in diesen Lagen. Da kommt noch was auf uns zu. Herr Rinke, ich danke Ihnen für das Gespräch. Welch politischer Sprengstoff im Klima- und Umweltschutz steckt, lässt sich gerade auch in den Niederlanden beobachten. Die kleine Niederlande ist eine der größten Agrarexporteure der Welt.
Die holländischen Tomaten kennt natürlich jeder, die Tulpen sowieso. Ein wichtiger Bereich ist auch die Viehhaltung, Fleisch, Milch, Käse. Mit der idyllischen Frau Antje aus Holland hat das aber wenig zu tun. Das sind Intensivbetriebe, die große Mengen Ammoniak produzieren und die Böden vergiften. Gegen Umweltauflagen, die nicht zuletzt der Europäische Gerichtshof einforderte, erhebt sich in der Bauernschaft allerdings massiver Protest, der sich jetzt auch auf die Provinzwahlen heute niederschlägt. Florian Neuhandt berichtet. Schon die erste Hochrechnung an diesem Abend lässt sie ausrasten. Ein Dorf im Osten der Niederlande vor einigen Minuten. Wahlparty der Bauern-Bürger-Bewegung, einer Partei, die es bei der letzten Provinzwahl nicht einmal gab. Und die nach ersten Zahlen in mehreren Provinzen aus dem Stand heraus stärkste Kraft wird. Es ist nichts weniger als ein politisches Erdbeben. Und es ist die Geschichte eines Kulturkampfs um Klimaschutz. Darüber, wie sowohl der Klimawandel, aber eben auch der Klimaschutz Verlierer produzieren und wie Politik diesen Konflikt nicht löst. Es geht um Viehhalter wie Jos Bolk. 388 Tiere, sein Hof direkt am Naturschutzgebiet. Einer von vielen, die womöglich bald dicht machen müssen. Für immer. Die Landwirtschaft ist doch ein wichtiger Teil unseres Zusammenlebens und das zerstört man, nur weil man mit Scheuklappen allein auf den Stickstoff schaut? Allein Stickstoff? Kein Land in Europa produziert pro Hektar so viel davon wie das kleine Land, das die Welt ernährt. Kunstdünger und Gülle aus der Massentierhaltung erzeugen Stickstoff, was Böden, Gewässer, Naturschutzgebiete bedroht. Lange bekannt, doch erst als Gerichte 2019 sie dazu zwingen, handelt die Regierung. Der Stickstoffausstoß soll bis 2030 um die Hälfte sinken. 3000 Höfe werden dafür schließen müssen. Es ist der Startschuss für eine Wutwelle der Bauern, die seitdem das Land erschüttert. Und die auch diesen Wahlkampf dominiert hat. Gestern Abend letzte TV-Debatte, vor dem Studio wütende Bauern. Und im Studio Caroline van der Plas von der Bauern-Bürger-Bewegung, die sich wie stets als Stimme aus dem Volk präsentiert. Wir erleben einen Kampf um Fläche in unserem Land. Und wir wollen gemeinsam schauen, wie soll die Niederlande 2050 aussehen, wer braucht wie viel Platz. Ihre Bewegung ist längst ein Sammelbecken für alle, die da oben ablehnen. Immer dabei die niederländische Fahne. Allerdings auf dem Kopf oben blau statt rot. Man lehnt den Staat, wie er ist, ab. Und trifft sich dabei mit Rechtspopulisten vom Schlage eines Geert Wilders. Die Zeiten dürften ungemütlicher werden nach diesem Abend für die Regierung von Premier Mark Rutte. Und die Geschichte ist wohl auch ein Lehrstück für Länder, denen solche Debatten noch bevorstehen. Eine der wichtigsten Lektionen ist doch, man darf diese Debatten nicht aussitzen. Je länger man wartet, desto mehr wird es schmerzen. Ob die Bauern-Bürger-Bewegung die Stickstoffregeln stoppen kann, ist längst nicht ausgemacht. Die niederländische Politik aber haben sie bereits verändert. Und mit der deutschen Klimapolitik geht es jetzt in den Nachrichten weiter, Heinz. Der Ausstoß von Treibhausgasen in Deutschland ist nach Berechnungen des Umweltbundesamtes im vergangenen Jahr zurückgegangen. Aber er muss noch stärker sinken, um die Klimaziele der Bundesregierung zu erreichen, sagte der Präsident des Umweltbundesamtes Messner bei der Vorstellung der vorläufigen Zahlen in Berlin. Demnach ging der Ausstoß der Treibhausgase 2022 um 1,9% zurück. Notwendig wären aber jährlich 6%. Als Sorgenkind sieht Messner den Verkehrssektor. US-Verteidigungsminister Austin und sein russischer Kollege Shoigu haben in einem Telefonat über den Zwischenfall mit einer US-Drohne und russischen Kampfjets über dem Schwarzen Meer gesprochen. Austin sagte anschließend, die USA würden weiterhin fliegen, wo es das internationale Recht erlaube. Russlands Botschafter in Washington warf dem US-Militär dagegen inakzeptable Aktionen in unmittelbarer Nähe der russischen Grenzen vor. Die Türkei hat nach Angaben des finnischen Präsidenten Niinistö ihre Entscheidung zum NATO-Beitrittswunsch Finnlands getroffen. Niinistö teilte mit, er habe eine Einladung für Freitag in die Türkei angenommen, um bei der Verkündung der Entscheidung dabei zu sein.
Die Türkei hat sich dem von Schweden und Finnland angestrebten NATO-Beitritt bisher entgegengestellt. Allerdings verdichteten sich zuletzt die Anzeichen, dass die Türkei nun zunächst einem Beitritt Finnlands zustimmen könnte. Schwedens Ministerpräsident Kristersson, heute zu Besuch in Berlin, erklärte, dass ihm ein gemeinsamer Beitritt zum gleichen Zeitpunkt lieber wäre. Aber er respektiere voll und ganz, dass die Türkei ihre eigenen Entscheidungen treffe. Er erwarte eine Ratifizierung des Beitrittsgesuchs seines Landes nach den Wahlen in der Türkei. Bundeskanzler Scholz bekräftigte, dass sich Deutschland für einen schnellen NATO-Beitritt der beiden skandinavischen Länder einsetzt. Bundespräsident Steinmeier hat heute mit Estland ein weiteres Land an der NATO-Ostflanke besucht und war dort auch auf der Luftwaffenbasis Emare, wo seit Anfang dieses Monats deutsche und britische Jets in gemischten Staffeln zur Luftraumüberwachung im Einsatz sind. Anschließend sprach Steinmeier in Tallinn mit dem estnischen Präsidenten Alakaris. Der betonte, wie wichtig Deutschlands Rolle in der kollektiven Verteidigung der NATO sei. In der türkischen Erdbebenregion leben noch immer viele Menschen in Zelten und Notunterkünften. Und nun haben heftige Regenfälle die Gegend überschwemmt. Besonders betroffen war die Region Şanlıurfa. Die Wassermassen verwandelten Straßen in Flüsse, rissen Fahrzeuge mit sich. Mindestens 14 Menschen kamen ums Leben. Noch immer werden Menschen vermisst. In den kommenden Tagen soll es weiter regnen. Es gäbe wahrscheinlich nicht so viele amerikanische Anwaltsserien oder Hollywood-Klassiker wie Die 12 Geschworenen, wenn im Justizsystem der USA Geschworenengerichte nicht so eine große Rolle spielen würden. Die Jury zu überzeugen, die Diskussionen hinter verschlossenen Türen, all das liefert natürlich Stoff für Drama. In Deutschland haben wir solche Geschworenengerichte nicht. Aber auch in unserem Strafrecht gibt es ja Laienrichter, die Schöffen, die mit am Richtertisch sitzen. Dafür genügend Freiwillige zu finden, die das 5 Jahre lang machen, ist allerdings schwierig. Und teils melden sich Leute, die man lieber nicht im Rechtssystem der Bundesrepublik sieht. Aktuell werden wieder rund 60.000 Schöffen gesucht für die Amtszeit ab 2024. Melanie Hack. Amtsgericht Erfurt. Eine Richterin, 2 Schöffinnen. Es geht um Raub und Körperverletzung. Das haben die ehrenamtlichen Richterinnen erst kurz vorher erfahren, um neutral in die Verhandlung zu gehen. Wir treffen die Entscheidung dann aus dem Bauch heraus, so wie wir der Meinung sind, wie das Verfahren gelaufen ist. Natürlich müssen wir uns an die rechtlichen Bedingungen auch halten. Schöffen wie Christiane Huff sollen ihre Lebenserfahrung einbringen, bei gleichem Stimmrecht wie Berufsrichter. Ein Ehrenamt mit Aufwandsentschädigung und wenigen Voraussetzungen. Bei Amtsantritt müssen Bewerber zwischen 25 und 69 Jahre alt sein, die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen, die deutsche Sprache beherrschen und sie dürfen keine Vorstrafen haben. Sie noch? Volkshochschule Jena. Anwerberabend wie derzeit bundesweit. Der Staat sucht händeringend 60.000 Freiwillige. Seit Wochen hält Marco Goschin Vorträge über das Amt, das er selbst innehat. Die Bewerberzahl steigt, aber es ist deutlich weniger als vor 5 Jahren, noch vor Corona. Für die Bewerbungen sind die Kommunen zuständig. 10 bis 12 Sitzungen haben Schöffen im Jahr. Viel Verantwortung und auch Bedenken. In Anbetracht mancher Schwere von solchen Fällen, ob man dem psychisch sozusagen so viel Rüstzeug dagegen hat. Oder ob das dann doch vielleicht länger an einem knabbern muss. Ich glaube, die Wahrheitsfindung und die Neutralität. Also wirklich vorurteilsfrei an alles heranzugehen und zu schauen, alles aus den verschiedenen Perspektiven zu sehen. Ich kann mir das gut vorstellen, weil ich mich schon damit beschäftigt habe, mit dem Thema schon lange. Und jetzt bin ich nicht mehr berufstätig, jetzt hätte ich auch die Zeit dafür. Problematisch, laut Bundesamt für Verfassungsschutz rufen vereinzelt auch rechte Gruppierungen die rechtsextremistische Kleinstpartei Freie Sachsen zu Bewerbungen auf. In den letzten Jahren auch die AfD. Im Januar setzte das Landgericht Erfurt eine Schöffin ein, die unter anderem rechte Demos mitorganisiert hat. Marco Goschin appelliert an die Verfassungstreue und den Eid, den auch Laienrichter leisten. Tun Sie das bitte nur, wenn Sie ohne jeden Vorbehalt auf unseren Werten stehen, auf den Werten des Rechtsstaates und auf den Werten der Demokratie.
Das will Bundesjustizminister Buschmann in einem Gesetz neu festschreiben. Die Forderung ist natürlich, dass die beabsichtigte Gesetzesänderung zügig umgesetzt wird und dass die beteiligten Behörden so viel wie möglich Sorgfalt bei der Prüfung der Bewerber an den Tag legen. Am Amtsgericht Erfurt ist nach 3 Verhandlungsstunden Verkündung. Da geht folgender Beschluss: Die Verhandlung wird unterbrochen. Und vertagt. Christiane Huff will weitermachen als Chefin. Es ist das höchste Ehrenamt in Deutschland und man kann der Gesellschaft auch was zurückgeben. Für ein Urteil im Namen des Volkes. Noch wenige Wochen läuft die Bewerbungszeit. Dazu gibt es nachher im Heute-Journal-Update noch ein Gespräch mit der Justizministerin von Thüringen. Und bei dir geht es jetzt mit dem Blick auf die Finanzmärkte weiter. Es ist eine bislang turbulente Börsenwoche. Eines der Top-Themen heute, die Schweizer Großbank Credit Suisse. Sina Meinitz, wie ist da der Stand der Dinge? Ja, bei dem Geldhaus hat es schon länger finanziell gekriselt. Innerhalb von 3 Jahren hat die Credit Suisse fast 90% ihres Börsenwertes eingebüßt. In der europäischen Bankenlandschaft gilt sie aber als Einzelfall. Der saudische Großaktionär, die Saudi National Bank, hat nun angekündigt, der Credit Suisse kein weiteres Kapital mehr zu geben. Und das sorgt zusätzlich für Misstrauen bei Banken und Anlegern. Auch in Deutschland, Frankreich, Spanien und Italien wurden heute Bankaktien aus den Depots geworfen. Papiere der Credit Suisse verlieren zum Handelsschluss 24%. Hierzulande büßen die Aktien der Deutschen Bank und der Commerzbank rund 9% ein. Auch der deutsche Aktienmarkt entsprechend schwach. Der DAX verliert heute knapp 500 Punkte und steht am Ende bei 14.735 Zählern. Volkswirte beschwichtigen aber und sind sich einig, eine Wiederholung der Bankenkrise wie nach der Lehman-Pleite gäbe es nicht. Die Schweizer Notenbank hat der Credit Suisse auch bereits Liquidität zugesichert. Und morgen steht die Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank an. Was ist zu erwarten? Die Europäische Zentralbank wird wohl ungeachtet dieser jüngsten Turbulenzen an ihrem bisherigen Kurs der Zinswende festhalten. Morgen könnte sie den Leitzins zum 6. Mal in Folge anheben. Von einem halben Prozentpunkt morgen ist dieses Mal die Rede. Denn die EZB erwartet eine weiterhin hohe Inflation, der sie mit steigenden Zinsen den Garaus machen möchte. Allerdings bremst sie damit auch die ohnehin schwächelnde Konjunktur aus. Sina Meinitz, vielen Dank. In Neapel ist es vor dem Champions-League-Spiel gegen Eintracht Frankfurt zu schweren Ausschreitungen gekommen. Es kam zu Jagdszenen in der Stadt. Hooligans griffen mit Tischen, Stühlen und Feuerwerkskörpern Einsatzkräfte an. Ein Polizeiauto wurde in Brand gesetzt. Im Vorfeld war aus Sorge vor Ausschreitungen von italienischen Behörden ein Stadionverbot für Frankfurt-Fans verhängt worden. Dennoch reisten einige hundert nach Italien. Über Neapel und die anderen Achtelfinale berichtet das Sportstudio Champions League um 23 Uhr. Beim letzten Abfahrtsrennen der Saison in Andorra standen gleich 2 deutsche Rennläufer auf dem Podest. Romit Baumann wurde mit fast perfektem Rennen Zweiter. Sein Teamkollege Andreas Sander landete mit 400stel dahinter auf Platz 3. Gewonnen hat der Österreicher Vincent Kriechmayr. Und jetzt die Zahlen vom Lotto am Mittwoch. Sie lauten, wie immer ohne Gewähr, 3, 17, 19, 34, 39, 44, Superzahl 8. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf lotto.zdf.de und im ZDF-Text auf Seite 557. Ohne Wissenschaft kein Fortschritt. Das gilt ja für praktisch alle Bereiche, über die wir gerade auch in Nachrichtensendungen berichten. Klimawandel, Wassermangel hatten wir ja heute wieder. Oder der ganze medizinische Bereich, in dem unermüdlich geforscht wird. Insofern ist es schon immer wieder auch faszinierend zu sehen, womit sich die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen befassen, die mit dem Leibniz-Preis ausgezeichnet werden. Der ist ja quasi so etwas wie ein deutscher Nobelpreis. Heute war die Verleihung. Andreas Linke stellt uns 2 der Preisträger vor. Einen Mediziner und einen Architekten. Neues Bauen. Mit Harz getränkte Flachsphase von digital gesteuerten Robotern aufgebracht. Ein Bauteil entsteht. Es ist ein Stück des neuen Pavillons, jetzt im Freiburger Botanischen Garten zu sehen. Ohne die klassischen Baumaterialien wie Stahl und Beton. Entwickelt vom Team um den Stuttgarter Architekturprofessor Achim Menges. Letztendlich kann die Flachsfaser tatsächlich ein Ersatz sein für normalerweise industriell hergestellte, mit hohem Energieeinsatz hergestellte Bauwerkstoffe
wie Stahlelemente, Betonbauteile. Wie macht das eigentlich die Natur, ist der Ansatz der Stuttgarter Forscher in Bezug auf Festigkeit und auf Bewegung. Fassadenelemente, die selbstständig öffnen oder schließen, je nach Temperatur, aus Holzschichten. In dem Teil selbst nutzt man eigentlich die natürlichen Eigenschaften des Holzes zu quellen und zu schwinden. Und in der Art und Weise, wie die Holzschichten gefügt werden, kann man das tatsächlich in das Material einprogrammieren, wie sich nachher das Bauteil in der echten Welt verhalten soll. In einer echten Welt, die sich verändert und die ein Bauen mit besserer Umweltbilanz gut vertragen kann. Daran arbeitet Achim Menges. Unter dem Mikroskop eine Krebszelle, die alte Methode der Diagnose sozusagen. Doch das Team von Professor Stefan Pfister am Kindertumorzentrum in Heidelberg sucht vor allem nach den molekular-genetischen Grundlagen unterschiedlicher Krebsarten. Was wir gefunden haben, ist letztendlich, dass bestimmte chemische Veränderungen an der DNA, also am Erbgut des Tumors, uns ziemlich genau sagen können, aus welchen Geweben oder aus welchen Zellen jeder Tumor entstanden ist. Und damit können wir jetzt extrem gut Tumoren klassifizieren. KI gestützt, automatisiert, identifizierten sie über 100 unterschiedliche Typen von Kinderhirntumoren. Die WHO hat diese Klassifikation inzwischen übernommen. Je genauer die Tumorart und ihre Mutation erkannt ist, umso genauer und damit schonender können dort Medikamente eingreifen. Diese Mutation trägt ja nur der Tumor und die Tumorzellen und nicht alle normalen Zellen außerhalb des Tumors. Deswegen kann man eben sehr viel spezifischer die Tumorzellen attackieren und nicht so sehr andere Zellen des Körpers. Am Ende steht eine bessere und gleichzeitig schonendere Krebstherapie und einer von 10 Leibniz-Preisen 2023. Das war's von uns. Es folgt das Auslandsjournal, heute unter anderem mit einem Bericht aus Großbritannien, wo das Gesundheitswesen gerade praktisch in die Knie geht. Und im Heute-Journal-Update mit Wolf Schmiese um 0:45 Uhr sehen Sie noch ein Gespräch mit dem ukrainischen Botschafter in Deutschland, Oleksiy Makeyev. Und uns gibt's morgen wieder. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Schönen guten Abend und herzlich willkommen zum Wetter. Derzeit findet in Bonn ein Kongress zur Ernährung statt. Auch unser Essen schadet dem Klima, besonders kritisch der weltweite Fleischkonsum. Er hat sich in den vergangenen 20 Jahren mehr als verdoppelt. Etwa 3/4 der globalen landwirtschaftlichen Nutzfläche wird für Tierhaltung und vor allem für den Anbau von Futtermitteln genutzt. Der Aufwand für die Rindermast ist besonders hoch. Dazu kommt, dass diese vielen Tiere das schädliche Treibhausgas Methan ausstoßen, was zur Erderhitzung beiträgt. Weniger Fleisch bei der Ernährung würde also weniger Treibhausgase bedeuten und die Erhitzung einschränken. Dazu könnten mehr Menschen ernährt werden, denn es gäbe mehr Fläche, um Getreide, Gemüse und Früchte zum Verzehr anzubauen. Kommen wir vom Klima zum Wetter. Und im Südosten Deutschlands bildet sich Nebel. Hier kann überfrierende Nässe zu Glätte führen. An den Alpen fallen einige Schneeflocken. Auch dort kann es glatt werden. Sonst aber ist es größtenteils aufgeklärt. Bei tiefsten Temperaturen bis -6 Grad nach Südosten und +3 Grad im Westen. Aber oft wird es frostig sein. Morgen ziehen einige kompakte Wolken über den Nordwesten und es tröpfelt etwas raus. Viel wird es nicht sein. Nach Osten hin gibt es viel Sonnenschein bei höchsten Temperaturen bis zu 16 Grad im Südwesten, am kühlsten Richtung Schleswig-Holstein bei 6 Grad. Die nächsten Tage ein paar Schauer, vor allem am Freitag im Norden bis zu 21 Grad. Einen schönen Abend.